Hallo, wir sind die Familie Tüfs aus Bockgold. Wir bewirtschaften einen Betrieb mit Ackerbau, Grünland und Biogas. Wir betreiben weiterhin ein Nahwärmenetz fürs Dorf, wo wir die Häuser mit Nahwärme versorgen durch die Biogasanlage. Wir bewirtschaften außer dem Standort in Bockgold den Standort von meiner Frau in Kollendorf noch und den Standort von meiner Mutterseite her in Altenwedingen. Ja, heute Morgen ging es los mit der Rehkitzeruhr bei uns auf dem Betrieb in Bockgold. Die Flächen haben wir heute Morgen abgeflogen, haben 6 Rehkitze gefunden. Das hat sehr gut funktioniert, weil heute Morgen bedecktes Wetter war und die Wärmebildtechnik von der Drohne die sehr gut erkannt hat. Dadurch konnten wir die Rehkitze einfangen, konnten die in Körbe fangen und konnten die an den Rand der Wiese tragen. Die Rehkitze werden nach dem Spaden wieder rausgelassen. Das geschieht meist nach wenigen Stunden, sodass die Tiere auch keine Qualen erleiden, sondern wirklich sicher sind vor den Mähwerken und dass man da sehr viel tut für den Tierschutz. Mein Vater ist heute Morgen in Gange mit den beiden Mähwerken der Firma Pöttinger mit 6,5 Meter Arbeitsbreite, vorne 3 Meter, hinten 3,5 Meter und unserem 714er Fendt. Wir haben dieses Jahr die Besonderheit, dass wir den ersten Schritt sehr spät machen können. Angefangen haben wir jetzt am 12. Juni erst. Das ist also 3 Wochen später, als wie wir normal den ersten Schritt machen. Und wir haben unheimliche Probleme gehabt durch die Feuchtigkeit. Wir hatten innerhalb der letzten 14 Tage um die 110 mm Regen. Das ist sehr viel. Und wir können von unseren eigentlich geplanten 50 Hektar Grünland leider nur 40 Hektar mähen, weil die anderen Flächen zu nass waren und stellenweise auch noch sehr viel Wasser steht. Hier sehen wir Julius, ein Tüfs-Cousin aus der Verwandtschaft, der mit dem Spader zum nächsten Schlag unterwegs ist und da anfängt zu spaden. Hier sehen wir unseren 516er Fendt mit einem Glasliner 1800. Und versuchen nach Möglichkeit die Schwaderei so zu legen, dass wir 3 Stunden nach dem Mähen gleich mit dem Schwader hinterherfahren, sodass das Gras nicht zu trocken wird, nur leicht anwelkt, dann zusammengeschwadert wird und wir möglichst innerhalb der 24 bis 30 Stunden das Gras zusammenkriegen, um da wenig Feuchtigkeit zu verlieren insgesamt. Und wir spaden einmal hin, einmal her und haben dann ungefähr 14 Meter Spatbreite zusammen.
sehen wir den Klaas-Häcksler mit dem Fahrer Christoph Schröder vom Lohnunternehmen Mike Bösche mit einem Klaas 970, der dieses Jahr aber auch ein bisschen schwer zu tun hat, dadurch, dass sehr viel Gras drauf ist und wir die Schwaden so ca. 14 Meter breit gemacht haben. Ist natürlich zum Häckseln für uns sehr gut zu nebenherfahren. Wir fahren im Moment Geschwindigkeiten zwischen 3 und 4 km/h und haben unheimlichen Mengenertrag, was sich aber nicht anders machbar war aufgrund von der Feuchtigkeit, dass wir nicht früher mähen konnten. Hier sehen wir unseren 516er mit dem HW80 Anhänger. Die sind sehr kostengünstig in der Anschaffung und machen wir seit ein paar Jahren. Und wir haben dadurch auf dem Grünland wenig Schäden, dadurch, dass wir im Einzelbetrieb fahren und die Flächen sehr hofnah liegen. Hier sehen wir unsere Abfahrgespanne. Wir fahren ab mit einem 714er Fendt, der vorher die Mäherei gemacht hat, mit einem Hakenliftanhänger mit einer 35 Kubikmeter Mulde. Den Container nehmen wir in der anderen Zeit zum Trocknen und nutzen ihn betrieblich für andere Zwecke auch noch, wie Getreide trocknen, Hackschnitzel trocknen, Mais trocknen, aber eben auch Sonderkulturen, die wir damit trocknen können. Und in der Ernte von Mais und Gras fahren wir damit zu. Dadurch kriegen wir sehr gute Maschinenauslastung hin. Hier sehen wir unseren Nachbarn, der uns immer tatkräftig hilft, Hermann Nieschulz, der mit seinem MF immer noch sehr gut zur Stange hält, obwohl der Trecker ungefähr 30 Jahre alt ist. Hier sehen wir unseren anderen 516er Fendt mit meinem Schwiegervater. Ich bin sehr froh, dass wir die alten Teile noch haben, die uns immer noch tatkräftig zur Seite stehen. Hallo, ich bin Tom Fiete Tös und das ist unser 924 auf der Miete.
Ja, wir sind jetzt mit der Grasernte fertig geworden. Innerhalb von wie vielen Stunden, Christoph? 16 Stunden haben wir, glaube ich, gehäckselt. Haben ungefähr 45 Hektar Gras gehäckselt. Außer ein paar Regenschauer ist alles sehr gut gelaufen. Die Technik ist heile geblieben. Christoph ist den Häcksler gefahren für die Firma Mike Bösche. Meine Ehefrau hat sich um die Verpflegung gekümmert. Mein Vater hat erst die Mäherei übernommen und hat dann das Abfahren gemacht mit dem 714er Fendt. Lasse hat ab und zu rangeschoben, Inge hat auch ein bisschen rangeschoben und rangefegt das Gras. Dann haben wir unseren Studenten Julius, der uns beim Schwaden geholfen hat, aber auch tatkräftig beim Festfahren, uns zwischendurch auch nochmal abgefahren ist. Dann kommt mein Schwiegervater, der auch das Abfahren mitmacht und uns immer tatkräftig hilft. Dann kommt unser Nachbar, der uns immer sehr gut zur Stange hält mit seinem MF, 30 Jahre alt, aber läuft wie ein Uhrwerk. Dann kommt unser Mitarbeiter aus der Ukraine, der uns auch beim Abfahren geholfen hat. Und dann kommt unser Sohn Tom Fiete, der uns nebenbei auch mit seinem Catcar beim Ranschieben geholfen hat. Hallo, hier ist Tom Fiete und wir schieben an die Miete mit meinem Schiebeschild.
Sonne wieder raus und es wird ein herrlicher Tag.